Hallo meine Freunde, hola Madridistas, nach den Weihnachtstagen erst einmal Wochenende, so lässt es sich leben. Und für uns Fußballverrückten direkt eins der besondersten Wochenende in diesem Jahr, denn in der Premier League ist heute Boxing Day, 7 Premier League Spiele, ich freue mich schon drauf. Allerdings, was ein bisschen untergeht, auch die Serie A spielt heute. Für uns Madridistas besonders interessant, um 15 Uhr spielt Jacobo Ramón und Nico Paz mit Como bei Lecce. Also, falls ihr noch nichts vorhabt, könnt ihr heute dem Argentinier zuschauen. Um den geht es heute im Video eigentlich nicht, obwohl er in einem Schnipsel, das ich für euch rausgesucht habe, kurz vorkommt. Wie gesagt, gestern ja schon gesagt, der Argentinier kommt im Sommer zurück nach Real Madrid. Ja, aber auch wenn es nicht um Nico Paz geht, geht es heute um einen anderen Mittelfeldspieler. Denn laut La Cadena Ser hat Real Madrid Vitinha auf dem Radar und möchte den portugiesischen Nationalspieler von Paris Saint-Germain verpflichten, falls Vinicius Junior seinen Vertrag nicht verlängert. Ja, und danach sieht es ja immer mehr aus. Kommt der Portugiese nach Madrid, lässt Paris mit sich verhandeln. All das und meine Meinung dazu natürlich in diesem Video. Aber vorher schauen wir auch noch einmal in Santiago Bernabéu. Das Weihnachtswunderland hat gestartet. Aber es geht nicht nur darum, es geht darum, was Real Madrid mit dem Santiago Bernabéu nächstes Jahr vorhat. Und ich kann euch so viel verraten, es ist der absolute Wahnsinn. Und zu guter Letzt, oder ganz am Anfang besser gesagt, schauen wir auch mal, wie hat sich unsere marokkanische Zaubermaus, wie hat sich Brahim beim Afrika Cup angestellt. Er hatte nämlich berühmten Besuch. Also, wie ihr hört, ein vollgepacktes Video. Viel Spaß dabei. Brahim ist in Topform. Nachdem er im ersten Gruppenspiel für Marokko ein Tor gemacht hat und ein Elfmeter rausgeholt hat und zum MVP gewählt wurde, hat er gestern ein Tor gemacht und einen Elfmeter rausgeholt. Und das Ganze unter prominenten Augen. Also, Brahim hat mit Marokko gegen Mali gespielt. Also, das ist schon ein Gegner von einer anderen Hausnummer. Marokko kam im Endeffekt nicht über ein 1:1 hinaus. Aber der Spieler des Spiels wieder einmal Brahim. Und in diesem Fall unter berühmten Augen. Denn diesen Mann, den ihr da jubeln seht, den solltet ihr kennen. Ja, Kylian Mbappé war mit der gesamten Familie in Afrika, um seinen Freund Achraf Hakimi zu unterstützen. Brahim unterstützt er natürlich auch, aber er war da für Hakimi. Wir wissen, Hakimi und Mbappé beste Freunde, seit die zusammen bei PSG gespielt haben. Hakimi ist nach dem Foul von Luis Diaz zwar noch nicht wieder bei 100%, trotzdem wollte Kylian Mbappé ihn unterstützen. Im Endeffekt konnte er sehen, wie sein Mitspieler von Real Madrid ein Elfer rausholt, aber ansonsten auch noch 4, 5 auffällige Aktionen hatten. Wirklich gutes Spiel von Brahim. Weiß Gott, vielleicht tut dieser Afrika Cup ihm einfach mal gut, dass er die Minuten bekommt, die er bei Real Madrid nicht bekommt. Er hat erfolgreich gedribbelt, er hat sich durchgesetzt, die Gegner reihenweise auf den Boden gesetzt, Torschüsse abgeliefert. Der beste Mann gestern auf dem Platz. Im Endeffekt konnte er sich leider nicht mit einem Sieg belohnen. Allerdings sieht es für Marokko trotzdem gut aus. Nach 2 Spieltagen, ich blende euch die Tabelle ein, 4 Punkte. Sollte am letzten Spieltag keine Katastrophe passieren, qualifiziert sich Marokko für die nächsten Runden und ist natürlich weiterhin Top-Favorit. Ja, wie gesagt, und ein Brahim möchte diese Leistungen natürlich am liebsten auch im Santiago Bernabéu abliefern. Und bevor wir jetzt zu dem Artikel kommen, den ich mit euch durchgehen möchte. Da geht es nämlich um die Einnahmen, die Real Madrid in diesem Jahr kalkuliert hat mit dem Santiago Bernabéu. Die sind wirklich nicht von dieser Welt. Schauen wir uns erst einmal ein bisschen parallel an, was da gerade so abgeht. Ich habe euch gesagt, zwischen Weihnachten und Neujahr hat Real Madrid das Winterwunderland und ich habe mich selber gefragt, ja, was soll man denn da so großartig alles aufbauen?
Aber wenn ich die Videos sehe, die so durch Social Media gehen, bin ich schon begeistert und denke mir als Familienvater schon, dass es ein Besuch wert ist, nächstes Jahr mal mit den Kleinen. Zunächst einmal haben die natürlich die Karussells, die Kinder lieben das, dann diese Rutsche mit diesen aufgepumpten Bällen. Mein Sohn weiß, ich würde da durchdrehen. Dann können die auch noch Autoscooter da gegeneinander fahren. Sowieso das Beste, Sachen schmeißen. Für die Eltern gibt es einen kleinen Glühweinstand oder zumindest einen heißen Kakao, kriegst du da ein bisschen Naschereien. Also sowohl für die Großen als für die Kleinen ist gesorgt. Meiner Meinung nach, also so wie ich das sehe, die Familien, die man interviewt, sind danach auch alle begeistert. Also ich glaube, so 2-3 Stunden kann man da mit den Kindern gut verbringen und ein bisschen Real Madrid finanziell unterstützen. Ja, als Madridista ist das immer ein kleiner, netter Nebeneffekt. Ja, ob Real Madrid darauf wirklich angewiesen ist oder nicht, ja, das muss jeder für sich selber betrachten. Denn Real Madrid hat Historisches mit dem Santiago Bernabéu vor. Da gibt es einen sehr interessanten Artikel zu im AS. Den gehen wir zusammen einmal durch. Das Bernabéu steigert die Einnahmen. Der Club rechnet in dieser Saison mit Einnahmen von über 400 Millionen Euro. Allein die Tour hat bereits die 50 Millionen Euro Marke geknackt. Also das Museum Santiago Bernabéu heißt die Tour und alleine damit wurden über 50 Millionen Euro verdient. Restaurants, Veranstaltungen Bernabéu Infinito. Real Madrid erwartet mit dem Bernabéu über 400 Millionen Euro zu generieren. Diese Marke zu durchbrechen, ein Zeichen zu setzen, das ist die Herausforderung für dieses Jahr. Und alles läuft hervorragend. Tourneen, Events, Restaurants und Konzerte, die bald stattfinden werden. Das sind die Schritte auf dem Weg nach El Dorado, die goldene Stadt. Die Zutaten für ein Rezept, das die Zukunft sichert. Und das sich in Chamartín konzentriert, in dem Stadion, das jetzt nur noch Bernabéu heißt. Und das viel mehr ist als nur ein Fußballstadion. Ja, 2 Punkte dazu. Also zunächst einmal, das ist eine Sache, die ich nicht mag, aber ich bin Nostalgiker, also ich kann daran nichts ändern. Für mich wird es immer das Santiago Bernabéu bleiben, wobei ich auch verstehen kann, dass aus marketingtechnischen Gründen heutzutage alles schnell, kurz und so sein muss und wahrscheinlich es besser aussieht, wenn es nur Bernabéu heißt. Naja, wie gesagt, für mich bleibt es das Santiago Bernabéu. Und ich habe gerade über Konzerte geredet. Laut Informationen aus Spanien rechnet man im ersten Quartal diesen Jahres wieder mit den ersten Konzerten im Santiago Bernabéu. Real Madrid arbeitet weiterhin daran, die Gesetze einzuhalten, an der Lärmreduzierung. Da werden wohl Lamellen neu eingebaut etc. Also Madrid arbeitet da auf Hochtouren. So wie es aussieht, erfolgreich, sollen die ersten Konzerte bereits im ersten Quartal 2026 stattfinden. Lesen wir mal weiter. Der Verein rechnet in dieser Saison mit Einnahmen von 1,248 Milliarden Euro. Ein Plus von 5% gegenüber dem Vorjahr, 1,185 Milliarden Euro. Den größten Posten in diesen Prognosen bildet das Marketing. Das war bei Real Madrid immer schon so, seit Florentino Perez mit den Galacticos angefangen hat. Mit Einnahmen von 539,9 Millionen. Die Investition von Branchenriesen wie HP hat einen enormen Kapitalzufluss ermöglicht. Also Marketing mit Einnahmen, Werbeeinnahmen, Partnern etc. und Gesichter von Spielern, die Werbung machen, wo Madrid die Hälfte der Kohle gehört etc. rechnet Madrid mit 540 Millionen Euro, 539,9. Und im Vergleich, setzt das hier mal rein, darauf folgt der Betrieb des Bernabéu-Stadions mit erwarteten Einnahmen von 402,5 Millionen Euro. Ein schwindelerregende Summe. Die beiden Posten werden mehr als 75% der Gesamteinnahmen ausmachen. Also das Marketing war schon immer mit Abstand ganz weit oben. Aber, okay, es ist immer noch 140 Millionen drüber. Aber das Bernabéu soll über 400 Millionen Euro abwerfen. Also es gibt nichts Vergleichbares in der Welt des Sports. Was ein Florentino Perez dafür eine Vision hatte, hat sich zu 100% ausgezahlt. Ich möchte den Tag nicht vor dem Abend loben, noch muss das alles laufen, es darf kein Unfall passieren, kein, was weiß ich, Covid etc. So etwas kann natürlich kein Mensch dagegen machen. Aber wenn alles so läuft wie geplant, dann ist das Santiago Bernabéu eine absolute Goldgrube.
Betrachtet man ausschließlich den zweiten Punkt, so ist dieses vielschichtig. Allein die im Stadion anlässigen Unternehmen, also ohne Eintrittskarten und VIP-Bereiche, erwirtschaftet der Verein in den letzten Saison 79,1 Millionen Euro Umsatz. Die Aufteilung sah wie folgt aus. Führungen, also das Museum, Veranstaltungen und Konzerte sowie Restaurants, spektakuläre Zahlen und das, obwohl das Stadion nicht voll ausgelastet war, wenn auch fast. Ja, wie gesagt, der Artikel geht noch ein bisschen weiter, aber ich möchte euch damit nicht langweilen. Real Madrid hat ja diesen neuen Food Court, wo du durchgehend in der Mittagspause können die Madrilenen da durchgehen, können sich schnell was zu essen packen. Es gibt einen schönen Sushi-Restaurant oben, es gibt die Skybar, die ist noch nicht ganz ausgenutzt, also die wird auch noch kommen. Und es gibt ja unten diesen Cerveceria, also dieser Bierladen, wo man, glaube ich, auch sehen kann, wie Bier produziert wird. Also, und dazu natürlich noch die ganze Zeit das Museum und der Real Madrid Shop. Also, das ist eine Gelddruckquelle. Dazu dann noch Veranstaltungen wie, was ich euch eben gezeigt habe, das Weihnachtswunderland. Aber es gibt auch große Firmen, die machen da ihre Weihnachtsfeiern, die machen da ihre Veranstaltungen. Das Bernabeu bietet unendliche Möglichkeiten. Und ganz am Ende kommt ja dann auch noch irgendwann das Bernabeu Infinito, wo du mit diesen Brillen das Spiel verfolgen kannst von zu Hause, als wenn du im Santiago Bernabeu wirst. Also Florentino Perez hört nicht auf zu ackern. Im Endeffekt könnt ihr euch merken, das Santiago Bernabeu soll über 400 Millionen Euro einbringen. Kannst du die Champions League 3-mal in einem Jahr gewinnen, um die Kohle einzunehmen, die Real Madrid ab jetzt jährlich anscheinend mit dem Santiago Bernabeu einnimmt. Der absolute Wahnsinn. Ja, meine Meinung, eure dazu lese ich gerne in den Kommentaren. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir werfen in Florentino Perez oft vor, der hat seine Konzentration nur noch auf den wirtschaftlichen Erfolg, nicht mehr auf dem sportlichen Erfolg. Und viele sagen auch, die Spieler sind mit Sicherheit schuld an der schlechten Leistung. Und Xabi Alonso hat auch schlechte Entscheidungen getroffen. Aber sehr viele sagen auch, der Kader von Real Madrid ist nicht gut konzipiert. Ein Xabi Alonso wollte unbedingt einen Zubimendi haben. Einen Spielgestalter, einen, der von der 6 das Spiel, quasi nach vorne trägt, damit vorne die unendlichen Talente, die Arda Gülers, die Kylian Mbappés etc. vorne zaubern können. Rodrigo, Vini, ich möchte Bellingham, ich möchte hier keinen vergessen, am Ende heißt es wieder, ich bin biased. Naja, wie dem auch sei, so einen Spielgestalter wollte Xabi Alonso. Und viele werfen Real Madrid vor, anstatt, dass man einen Spielgestalter hat, haben wir 3 oder 4 linke Flügel. Ein Vini, der linker Flügel ist, ein Rodrigo, der linker Flügel ist, ein Kylian Mbappé, der eigentlich linker Flügel war, ein Brahim kann linker Flügel spielen. Ja, und dieser Vorwurf wurde Real Madrid gemacht. Ja, Real Madrid scheint das vielleicht auch selber so einzusehen, denn La Cadena Ser hat gestern die Bombe platzen lassen. Ja, hören wir uns das zusammen einmal an. Iago González, wie geht's? Wie geht's, Iago? Guten Abend. Wo wir gerade von Zugängen und Abgängen sprechen, Endrick wurde nach Frankreich ausgeliehen und im Prinzip wird sich am Kader nichts mehr tun, oder? Ja, das wird die einzige Neuigkeit auf dem Transfermarkt von Real Madrid im Januar sein, der Abgang von Endrick. Im Januar wird auch niemand kommen, aber Iago Pacollo hat heute Nachmittag bei Ser Deportivos erzählt, dass für dieses Profil, das Madrid in dieser Saison so sehr vermisst, den kreativen Mittelfeldspieler, ein Name als Ziel für den nächsten Sommertransfermarkt im Raum steht. Es ist nicht einfach, aber dieser Name ist Vitinha. Laut Pacollo, wenn Vinicius nicht verlängern will, wir erinnern uns, der Verein will, dass Vinicius verlängert, aber wenn der Brasilianer diese Option letztendlich ablehnt, sieht sich Madrid gezwungen, Vinicius ein Jahr vor Vertragsende zu verkaufen. Man würde sich nicht für weniger als 100 Millionen Euro von dem Brasilianer trennen. Und das Ziel wäre mit diesem Geld dieses gewünschte Profil, das des Portugiesen Vitinha, dessen Vertrag bei PSG allerdings erst 2030 ausläuft. PSG würde eine Menge Geld verlangen, aber mit den außerordentlichen Einnahmen durch Vinicius könnte man versuchen, die Operation durchzuführen. Eine Operation, die unabhängig von der Ankunft von Nico Paz ist, die für den Sommer als sicher gilt, nach der großartigen Saison, die er bei Como in der Serie A unter Cesc Fabregas spielt. Ja, ihr habt es selber gehört. Sollte die Vertragsverhandlungen mit Vini weiter so stocken, wie sie es zurzeit tut,
Und es scheint da erstmal keine Verbesserung in sich zu sein. Erst recht nicht, nachdem der Brasilianer sauer ist auf das Santiago Bernabéu. Ich habe es euch erzählt, das Santiago Bernabéu hat ihn letztens so ein bisschen als Sündenbock genommen und ihn ausgepfiffen. Daraufhin hat er sein Instagram-Profil geändert, hat das Foto von Real Madrid entfernt, eins von der brasilianischen Nationalmannschaft gemacht, hat so einen beleidigten Post mit 3 Punkten gemacht. Es scheint nicht auch so, als wenn ein Vinicius Junior gerade in Stimmung wäre, Vertragseinbußen zuzustimmen, um bei Real Madrid zu bleiben. Real Madrid sieht das Ganze noch relativ locker, das muss ich aber auch ehrlich euch so kommunizieren. Real Madrid möchte unbedingt mit Vinicius Junior verlängern, aber Madrid möchte natürlich auch eine deutliche Leistungssteigerung des Brasilianers, erst recht, wenn er das Gehalt haben möchte, was er haben möchte. Sollten die Vertragsverhandlungen ins Stocken geraten, muss Real Madrid natürlich nach einem Plan B suchen, wenn Plan A nicht funktioniert. Der Plan B ist es anscheinend, diese über 100 Millionen Euro, und ich glaube wahrscheinlich 150 Millionen Euro, die man für einen Vini bekommt, zu nehmen, um zu versuchen, Vitinha von Paris loszueisen. Und jetzt meine Meinung zu dieser Situation. Möchte ein Real Madrid vielleicht ein Vitinha von Paris? Klar, kann ich mir vorstellen, welche Mannschaft möchte den nicht? Für mich hätte er letzte Saison den Ballon d'Or verdient, wahrscheinlich so wie der Fußball gespielt hat. Und hat Real Madrid auch die Kohle? Ja, wir sehen, was wir mit dem Santiago Bernabéu verdienen. Ein Vini würde mehr als genug Geld reinbringen, ja. Aber möchte Paris Saint-Germain mit Real Madrid verhandeln? Nein, niemals. Nasser Al-Khelaifi hasst Real Madrid mit jeder Pore seines Körpers. Wenn es nach ihm geht, würde er Real Madrid ruinieren. Er ist immer noch sauer wegen der Geschichte Kylian Mbappé. Ein Vitinha hat einen Vertrag bis 2030. Und ich kann mir vorstellen, Paris ist sogar so eine Mannschaft, selbst wenn Vitinha dahin geht und sagt, bitte lasst mich gehen. Wir haben gesehen, wie die bei Mbappé sich verhalten haben. Ich kann mir vorstellen, die setzen den lieber 3 Jahre auf die Tribüne, bevor der nach Real Madrid wechseln darf. Also, das ist meine Meinung zu der Situation. Ich bin der Erste, der positiv überrascht wäre und froh, wenn ein Vitinha nach Real Madrid kommen würde. Der würde so viele von unseren Problemen lösen. Den auf die 6, ein spielerischer Sechser. Dadurch ist ein Arda Güler von dieser Arbeit befreit, ein Bellingham von dieser Arbeit befreit. Wir haben viel mehr Flexibilität, viel mehr Flüssigkeit im Spielaufbau, viel mehr Sicherheit. Natürlich möchte ich einen Vitinha bei Real Madrid. Aber wir müssen auch realistisch sein. Ich versuche euch jetzt hier keine Luftschlösser zu verkaufen. Ich habe euch die Information weitergegeben, die Cadena Ser berichtet hat. Ich finde, das habt ihr verdient. Meine Meinung, und ich hasse es, euch zu enttäuschen, ich kann mir unter keinen Umständen vorstellen, dass Paris bereit ist, mit Real Madrid zu verhandeln. Ja, vielleicht denke ich das als einziger so. Ich bin gespannt, wie ihr die Situation einschätzt. Findet ihr es prinzipiell gut, einen Spielgestalter zu holen für einen linken Flügel? Oder sagt ihr, Vini hat so viel für uns geleistet, die Tore im Champions-League-Finale, der wichtigste Mann, als Madrid in den dunkelsten Stunden war, wir wollen unbedingt Vini verlängern? Oder seid ihr der Meinung, so ein Spielgestalter mit seiner Kohle wäre auch gut? Lasst mir eure Meinung dazu bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst doch bitte ein Like da, teilt dieses Video, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, drückt bitte drauf. Wir sind auf den Sprint zu den 20.000. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Also, ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Hola, Madrid!